Es brodelt mal wieder in den Töpfen und es riecht wunderbar. Aus der Küche von Fein Fein schmeckt's. Durch die Wurst betrachtet erhält man jedoch eine ganz andere Perspektive von dieser Angelegenheit. Die Vorbereitungen für das neue Rezeptvideo laufen auf Hochtouren und es wird geschnippelt, erzählt, gekocht und püriert. Da möchte man natürlich sehr gern erfahren, was da heute auf den Herd kommt. Es riecht auf jeden Fall herrlich und man bekommt richtig Appetit. Wie lecker! Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es wieder was ganz Tolles zum Durchwärmen. Denn es ist ja wie bekannt jetzt schon wieder Herbst draußen, wir hatten ja einen wunderschönen Sommer, aber wir kommen halt einfach nicht dran vorbei. Wir müssen uns jetzt irgendwie wärmen und das kann man auch mit ganz, ganz leckeren Suppen und Eintöpfen im Winter. Ich mag zum Beispiel sehr, sehr gern, und zwar ist das eine Kartoffelsuppe mit Würstchen. Wer kennt die nicht? Die kennen wir doch schon von zu Hause, von Mama, oder? Ja, und was brauchen wir denn jetzt für unsere leckere Kartoffelsuppe? Natürlich Kartoffeln in erster Linie, und zwar 1, 2, 3, hallo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück an der Zahl und 4 Mohrrüben, Möhren, Karotten, wie auch immer ihr das nennt. Und natürlich Wiener Würstchen, und zwar 4 Paar in diesem Fall. Dann haben wir noch ein paar Schalottenzwiebeln. Da nehmt ihr einfach, wie viel ihr möchtet. Wenn jemand mehr Zwiebeln möchte, nehmt halt 2. Ich nehme auch gern lieber ein bisschen mehr, also nehmen wir heute 2. Eine reicht natürlich aber auch. Dann brauchen wir noch ein paar Gewürze, in dem Fall Pfeffer, Salz, ein bisschen Muskatnuss, Muss. Dann noch ein wenig Gemüsebrühe. Die haben wir ja letztens selbst hergestellt. Und zwar haben wir ja Spaghetti gemacht, Gemüsespaghetti. Und aus den Resten kann man eine tolle Gemüsebrühe herstellen. Das verlinke ich euch nochmal hier oben gleich. Und dann könnt ihr es euch dann nochmal auch anschauen. Da braucht man nämlich die Reste von dem Gemüsespaghetti-Schälen gar nicht wegschmeißen. Ganz schön clever. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit etwas Butter zum Anbraten für Zwiebel, Kartoffeln und Möhren. Ein bisschen Sahne. Ein bisschen Essig, Tafelessig, ein paar Lorbeerblätter und ein bisschen Zucker. Und das ist jetzt alles, was wir soweit brauchen. Jetzt müssen wir dann die Kartoffeln schälen, die Möhren schälen, alles ein bisschen klein schneiden, die Zwiebel schälen und auch klein hacken, ein bisschen Petersilie für später und dann kann es auch schon losgehen mit dem Kochen. You're giving it all for the fame. Your vanity, you have no shame. None of it makes any sense. Can you feel it? I don't wanna hear all your table talk. Let me see the one who you really are. I know it's so easy to play the part, but you're not being honest. We are lost for the cause in our specific state. It's the logic of things that I never could explain. Fill the blanks in our dirty sheets when I'm missing a single piece. What are we doing? So, und jetzt haben wir alles fertig geschnippelt und geschnappelt und als allererstes müssen wir jetzt Butter in den Topf geben. Der ist jetzt hier schon ein bisschen warm. Aua, der ist sogar heiß. Und da kommen dann die Zwiebeln als erstes rein und werden etwas angedünstet. Und danach die Kartoffeln und die Möhren. Und da ist er wieder. Ja, wer denn? Der Geruch der Zwiebeln natürlich. Der Kindheitsgeruch. Und immer, wenn man die Zwiebeln anschwitzt, ist doch immer so richtig schön wie zu Hause. Wir sind ja auch zu Hause. Aber mich erinnert es immer auch an meine Kindheit. Ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Ich liebe diesen Geruch von angeschwitzten Zwiebeln in der Pfanne. So, jetzt kommen dann noch die Kartoffeln und die Möhren dazu.
Und die Kartoffeln und die Möhren, die schwitzt ihr jetzt auch noch ein bisschen mit an, aber nicht zu sehr. Die Herdplatte aufdrehen, nicht braun werden lassen, nur ein bisschen glasig andünsten. So, meine Lieben, und jetzt kommt die Gemüsebrühe drauf und ein bisschen Wasser, dass alles bedeckt ist, ein bisschen drüber, auch nicht zu viel Wasser rein. Und jetzt geben wir dann noch die Lorbeerblätter mit in die Suppe. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss und ein bisschen Zucker. Und dann können wir die Suppe ca. 20 Minuten köcheln lassen. Die Kartoffelsuppe hat jetzt 20 Minuten gekocht und ist fertig. Und jetzt müssen wir sie dann ein bisschen pürieren. Aber zuallererst muss ich noch die Lorbeerblätter rausfischen, weil die dürfen wir natürlich nicht pürieren. Dann brauchen wir jetzt noch den Pürierstab und lasst auch ruhig ein paar Stückchen übrig in der Kartoffelsuppe und püriert es nicht komplett klein, weil sonst ist es zu suppig. Müssen wir die Kartoffelsuppe noch ein bisschen abschmecken. Und zwar kommt jetzt noch ein bisschen Essig hinein und ein bisschen Zucker, dass sie ein bisschen sauer wird. Und gucken noch, ob wir ein bisschen Muskat noch brauchen, Salz, Pfeffer. Das sehen wir jetzt gleich. Also auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Salz und Zucker und den Essig gebe ich jetzt rein. Dann rühre ich es nochmal um, dann probiere ich es nochmal. So, jetzt brauche ich noch mal einen Löffel. Super, jetzt passt's. Und das könnt ihr auch ganz individuell entscheiden, wie es euch am besten schmeckt. Ein bisschen saurer, ein bisschen süßer, je nachdem mit den Gewürzen. Das ist immer auch so ein bisschen Geschmackssache. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kartoffelsuppe. Jetzt brauchen wir dann noch ein bisschen Sahne und die Würstchen müssen noch mit rein. Und dann ist unsere Kartoffelsuppe auch schon fertig. Und diese Würstchen vom Metzger, die haben so ein richtig schönes, rauchiges Aroma. Und dann lassen wir sie dann noch ein bisschen in der Kartoffelsuppe liegen, bevor wir sie servieren. Nicht mehr kochen, so 20 Minuten ziehen lassen. Und dann nimmt die Kartoffelsuppe nochmal so richtig schön den Geschmack an von den Würstchen. Herrlich! Ach, herrlich, fertig angerichtet ist unsere Kartoffelsuppe mit den Wiener Würstchen auf dem Teller. Und es sieht doch wirklich sehr verlockend aus, oder? Also das schmeckt auch wirklich traumhaft. Ich verrate es euch, müsst ihr unbedingt mal nachkochen. Ja, und wie waren jetzt das eigentlich mit den Wiener Würstchen? Habt ihr eine Ahnung, ob die wirklich aus Wien kommen? Aber ich glaube, war so, die heißen sogar in Wien Frankfurter und andersrum. Und da gibt es ja so einige witzige Geschichten. Also, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreiben könntet, das wäre total super, wenn ihr das wisst, ob die Wiener Wurst aus Wien ist. Ja, auf jeden Fall, so können wir es genießen. Das Tellerchen mit dem heißen Kartoffelsüppchen und Würstchen, das ist immer was Tolles. Und das ist auch ein Gericht, was man eigentlich immer von Mama kennt und von zu Hause kennt. Also das muss unbedingt mit rein ins Repertoire. Und es wärmt uns natürlich auch sehr im Herbst und schmeckt
hervorragend. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert habt und mir dann einen Kommentar hinterlasst, wie es euch geschmeckt hat und wie es so geworden ist. Also meine Lieben, ich habe mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, da freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr kein Rezept mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach den Kanal hier gleich und aktiviert auch noch das Glöckchen. Da gibt es nämlich jeden Sonntag um 20 Uhr eine kleine Meldung, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen und lasst euch die Kartoffelsuppe schmecken. Herrlich. Oh Gott, das riecht so gut. Ich könnte direkt aus dem Topf essen.